Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt mal ein etwas besonderes Video, was ich so in der Art noch nicht so häufig auf meinem Channel gemacht habe. Eigentlich noch nie. Das hier ist sehr wichtig für mich, und zwar möchte ich darüber reden, was Programmieren jetzt eigentlich ist. Du wisst ja, ich programmiere auch. Und was eine Engine genau ist. Und ich möchte ein paar Vorurteile gegen Programmierer aus der Welt schaffen, oder zum Beispiel es gibt viele Leute, die sagen, dass bestimmte Sachen kein Programmieren sind und so weiter. Ich möchte einfach ein paar schlechte Vorurteile aus dem Weg räumen und mehr Klarheit schaffen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Okay, Chapter 1. The Engine. Eine Engine ist sozusagen, eine Engine ist ein Tool, womit man programmieren kann. Also verschiedene Engines sind verschieden gut für verschiedene Sachen. Viele Leute denken nur, weswegen irgendwas in einer anderen Engine gemacht ist, hat es irgendwas mit der Grafik des Spiels zu tun, aber das stimmt überhaupt nicht. Eine Engine hat viele Tools und auch direkt Sachen, die schon dabei sind, bei verschiedenen Engines, damit man die nicht nochmal machen kann. Man kann sich das so vorstellen, wie dass zum Beispiel jemand bei einem Spielstand schon das schwierigste Level irgendwie geschafft hat für dich. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und Engines können alle möglichen, können ganz verschieden sein. Und nur weil zum Beispiel eine Engine, zum Beispiel Nintendo hat ja jetzt im Moment, die wollen Gamer Garage, an dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, wollen sie das noch veröffentlichen. Und das ist auch eine Engine, obwohl die Engine auf der Switch ist. Und viele verstehen das falsch. Nur weil etwas auf der Switch ist oder so, heißt das nicht, dass es kein echtes Programmieren ist. Und darauf komme ich jetzt. Chapter 2. Reprogramming. Programmieren ist, die Definition für Programmieren ist etwas genau einer Maschine zu sagen, damit eine genaue Reaktion rauskommt. Das ist relativ schwer zu erklären, aber eine Aktion genau darauf anpassen, dass sie genauso passiert. So in etwa. Und das kann in allen möglichen Formen sein. Also theoretisch ist selbst Super Mario Maker 2 Programming. Also man muss eigentlich irgendwo auch mal eine Linie ziehen, aber eigentlich stimmt es. Und erstmal hört sich das nicht so krass an, ob es jetzt als Programmieren angesehen wird oder nicht. Aber ich finde zumindest, dass es extrem viel, dass es schon wehtut, wenn man sich irgendwie ganz viele Stunden Zeit in einem Spiel verbringt und dann Leute sagen, das ist ja kein echtes Programmieren. Aber in Wirklichkeit sind diese Sachen wie Levi Planet, Leaves und so weiter alles Engines, die von Leuten gemacht wurden, da andere Leute erstellen, die einen anderen die anbieten. Nur, dass es schwierig ist und halt, dass man damit auch Spiele auf andere Plattformen bringen kann. Und das ist wirklich ein Nachteil von den Engines, von den meisten Engines, die, wie soll ich sagen, auf Konsole oder so sind. Jedenfalls, ja, das ist wirklich ein Problem davon, aber trotzdem ist es immer noch richtig zu programmieren, und das muss man auch wirklich so ansehen, wie viel Zeit da alles so reinkommt. Und es ist ja auch gut für so Leute wie mich, die zum Beispiel eher Konsolen-Sachen machen und so weiter. Ja, und es tut halt einfach weh, wenn so etwas nicht richtig angesehen wird. Und jetzt kommt auch eine sehr wichtige Sache, von der ich mich schon viel Zeit genommen habe, um das zu überlegen. Chapter 3. How to make people recognize it. Und um das zu verhindern, was ich gerade gesagt habe, müssen die Entwickler der Engines
am besten die Sachen, die man da machen kann, äh, als Games beschreiben. Und das ist auch ein großer Fehler, der zum Beispiel Lady Kenneth gemacht hat, die Sachen als Level zu beschreiben. Und das ist auch ein Grund, weil wenn man jetzt zum Beispiel etwas benennt, dann werden auch alle anderen meistens das so nennen und das ist wirklich nicht gut und das macht einfach falsch, das verbreitet einfach falsche Erkenntnisse sozusagen. Das ist einfach nicht richtig. Man kann komplette Games damit machen und so weiter. Und deswegen finde ich es auch so gut, wie Nintendo das jetzt mit Game Maker Garage gemacht hat, dass sie wirklich auch im Trailer explizit Programmieren erwähnen. Wie gesagt, das hört sich alles nicht so wichtig an, aber ich finde das wirklich sehr wichtig. Und das wird immer schlimmer. Es recht, so viele Leute denken, dass Programmieren etwas unfassbar schwer ist, was unfassbar schwer ist anzufangen oder zu erreichen. Und wenn man das dann so einfach auf Konsolen erreichen kann, dann ist das für viele nicht mehr richtiges Programmieren, weil sie denken, dass es so schwer ist, damit anzufangen. Und natürlich ist es kompliziert, aber ich meine halt nur, wie man da reinkommt. Und ja, ich glaube, versteht meinen Punkt. Und deswegen sollten alle Leute, die Engines auf Konsolen oder so machen wollen, wirklich gut darauf achten, wie sie Sachen beschriften, denn Kommunikation ist bei solchen Sachen sehr wichtig. Und unterbewusst verbindet man immer oder oft so Sachen wie zum Beispiel, wenn man sagt, bei Lyrical etwas sind Level und so weiter, immer mit so welchen Sachen. Oder zum Beispiel bei Fortnite auch. Und ja, der Fortnite Kreativmodus ist theoretisch auch eine Engine. Sogar nicht theoretisch. Und ja, ich weiß, es hört sich komisch an, aber es stimmt. Und da werden die Sachen auch Maps genannt. Und das ist im Endeffekt auch falsch. Und ja, das macht mich einfach ein bisschen wütend. Jedenfalls wollte ich hiermit mal ein paar Sachen aufklären und Leute, die meinen, uns runterzumachen, kann ich mir auf dieses Video senden oder einfach die da nicht genau Bescheid wissen. Und nachdem man das gesehen hat, realisieren viele erst gerade mal, dass sie die ganze Zeit programmieren können. Und jetzt kommt noch etwas sehr Wichtiges, und zwar Chapter 4, The Code. Im Programmieren gibt es verschiedene Sprachen, wie man zum Beispiel, das ist sozusagen die Logik. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen muss, man drückt auf diesen Button und dann springt der Charakter oder er läuft nach vorne und so weiter, dann muss man das mit Code machen. Und natürlich die ganzen Environments und so weiter, die muss man natürlich so selber bauen. Das ist auch leichter für viele. Jedenfalls, jetzt kann man das nicht sehen. Jedenfalls, es gibt viele verschiedene Coding Languages, wie man die ganze Logik machen kann und so weiter. Und die bekannteste Sache da ist das Code Coding. Ja, das hört sich komisch an, aber es ist so. Wenn man so mit Line codet, da gibt es verschiedene Sprachen wie C++, Python und so weiter. C#. Jedenfalls sehen die alle relativ gleich aus und sie funktionieren aber ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn man bei der einen Engine oder bei der einen Language irgendwas macht, dann hat es bei der anderen Sache einen anderen Einfluss. Und das Wort Sprache ist auch sehr gut gewählt, denn es ist wirklich die eine Sprache, die man lernen muss, nur die Computersprache. So, und weil das zuerst kam, verbinden viele Leute Coding einfach nur damit. Aber das ist schon wieder falsch, nämlich gibt es Visual Coding. Und es muss irgendwie Coding geben, also sonst kann man ja keine Logik machen, das muss man irgendwie machen. Und deswegen gibt es verschiedene Coding Languages, die für verschiedene Leute anders gut sind. Und da gibt es auch komplett Sachen, die komplett anders aussehen. Und deswegen denken auch schon wieder welche, dass das kein richtiges Programmieren ist. Zum Beispiel bei so Sachen, der Engines, die extra dafür gedacht sind, dass sie leichter sind. Ich
habe auch manchmal das Gefühl, dass Engines manchmal einfach absichtlich kompliziert gemacht sind, damit sie jetzt Engine angesehen werden. Jedenfalls wird da oft Visual Programming benutzt. Zum Beispiel bei Little Planet, da verbindet man Sachen so, also wie bei den Environments, ist das so mit dem Coden. Allerdings ist es da dann so, dass man den ganzen Code so wirklich verbinden kann und das halt einfach mehr ein Mensch das besser verstehen kann. Es ist natürlich trotzdem, das Prinzip ist trotzdem so kompliziert, es ist ja immer noch Coding, aber es sieht anders aus und es ist einfach leichter für manche Leute und man sollte machen, was für einen selber am leichtesten ist zu programmieren. Und das tut einfach weh, wenn man die Sprache wählt, die einem gefällt, aber dann Leute kommen, die sagen, das ist doch kein echtes Programmieren, was machst du da? Und das tut einfach weh, das ist nicht schön. Und ich möchte dieses Video den Leuten widmen, die gerade auch ja, mit sowas klarkommen oder naja, es ist nicht so, als ob ich damit nicht klarkomme, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich wollte dieses Video nur mal gemacht haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass egal wie ihr programmiert, es immer Programmieren ist und man mit egal welcher Sprache das genau dasselbe erreichen kann und das Endergebnis zählt. Naja, zumindestens, ihr wisst, was ich meine. Natürlich zählt es auch, wenn man beim Programmieren seine Mitarbeiter, dass man seinen Mitarbeiter nicht fühlt, aber menschlich gesehen ziemlich abstoßend.